Zum Abschluss der Hinrunde gibt es eine englische Woche. Ja, also der letzte Spieltag ist noch gar nicht so lange her. Starten wir gleich rein mit Holstein Kiel gegen Borussia Dortmund. Holstein Kiel hat dieses Jahr auch wieder mit einer Niederlage begonnen, aber mit einer knappen 3:2 nur beim SC Freiburg, lagen 3:0 zurück, haben dann nochmal aufgeholt in den letzten Minuten und hatten sogar durch Fiete Arp noch die Chance auszugleichen. Also sind nochmal rangekommen. Man hat gesehen, Kiel kann also auch in Freiburg mithalten. Aber im Endeffekt stehst du auch wieder mit 0 Punkten da. Dortmund auf der anderen Seite hat zu Hause gegen Leverkusen verloren mit 3:2. Die haben aber auch eine gefühlt U21-Verteidigung gehabt, weil irgendwie die halbe Mannschaft entweder krank war oder verletzt ist. Die kommen jetzt alle nach und nach wieder zurück und haben wahrscheinlich gegen Frankfurt dann den besten Kader, die beste Aufstellung wieder beisammen. Würde ich jetzt einfach mal vermuten, aber gut. Man würde jetzt vermuten, dass Dortmund das locker gewinnen müsste. Das wäre aber wieder so ein typisches Dortmund-Spiel, wenn sie das nicht gewinnen in Kiel. Ne? Da bin ich mir nicht so sicher. Aber ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass die Dortmunder das schaffen. Was man vielleicht nicht immer von Anfang an machen sollte. Ich mache ja auch mal ein 3:1. Also die Kieler, die können auch, wie gesagt, gegen Dortmund mithalten. Die können auch da irgendwas holen. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Dann geht es am Abend weiter mit 3 weiteren Begegnungen. Leverkusen gegen Mainz ist so das heimliche Spitzenspiel zum Hinrundenabschluss geworden. Leverkusen gerade gesagt in Dortmund gewonnen. Haben schon nach 26 Sekunden, glaube ich, geführt. Zweite Halbzeit war dann eher ausgeglichen. Also Dortmund hat auch richtig gut mitgespielt vorne in der Offensive. Leverkusen hat das dann, ja, will man sagen, meisterlich noch 3:2 gewonnen. Ich habe jetzt nicht so viel gesehen vom Spiel, so die erste Halbzeit, das war schon sehr stark, muss man einfach sagen, was Leverkusen da gemacht hat. Und die Mainzer haben zu Hause gegen Bochum gewonnen. Der doppelte Johnny Burkhardt, der auch bei Eintracht Frankfurt auf der Liste steht, zwar erst für den Sommer, er hat selber nochmal betont bei Sky, dass er jetzt im Winter in Mainz bleibt. Was dann im Sommer ist, weiß man nicht. Vielleicht wird er auch noch im Winter wechseln, keine Ahnung, das Fußballgeschäft ist so schnelllebig, ja, was du heute sagst. Ich erinnere nur Eintracht Frankfurt-Fans an Niko Kovac unter anderem, der gesagt hat, Stand jetzt bleibe ich, oder auch Hütter gesagt hat, ich bleibe. Beide sind dann im Endeffekt wenige Wochen später dann gewechselt. Von daher muss man da immer so ein bisschen gucken. Aber egal, Leverkusen-Mainz, sportlich gesehen, ja, so eine Art Spitzenspiel. Ne? Der zweite gegen den 4. oder 5. müsste Mainz jetzt sein. Tja, setzen die Mainzer die Serie fort. Die können auch in Leverkusen was holen. Aber zu Hause Leverkusen eigentlich relativ stark. Müssten ja, um an den Bayern dran zu bleiben, auch dieses Spiel gewinnen. Ich glaube, das machen sie zu Hause. Es wird ein sehr spannendes Spiel. Ich mache da mal ein sehr torreiches Spiel. 3:2, weil ich jetzt einfach auch mit den letzten Eindrücken mitgehe. Also Mainz hat zu Hause gut gespielt gegen Bochum. Wie gesagt, 2:0 gewonnen. Das war soweit alles okay. Und jetzt haben sie halt den Gradmesser in Leverkusen. Wenn sie da auch bestehen können, dann ist, denke ich, ein Platz in den europäischen Plätzen gar nicht so unwahrscheinlich. Aber wir haben noch eine ganze Rückrunde. Da kann noch so viel passieren. Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Also Leverkusen-Mainz 3:2. Bei Eintracht Frankfurt gegen Freiburg, das ist auch ja kein Spitzenspiel, aber auch 2 Mannschaften, die hier oben mit dabei stehen. Freiburg will auch ins internationale Geschäft. Frankfurt hat auf St. Pauli gewonnen. Gerade ausgerechnet goldenes Tor von Omar Mamouche, der ja momentan in aller Munde ist. Ihr habt sicherlich mitbekommen, Manchester City hat reges Interesse. Die Eintracht hat einen Preis festgesetzt, 80 Millionen. Die ist wohl Manchester City auch bereit zu zahlen. Jetzt müssen sie sich halt zusammen an den Tisch setzen, müssen diese Summe irgendwie verhandelt bekommen. Wenn das nicht klappen sollte bis Anfang Februar, dann schließt nämlich das Transferfenster, bleibt Mamouche bis zum Sommer. Ob wir dann immer noch 80 Millionen kriegen, weiß ich nicht. Ich würde es mir natürlich wünschen, das perfekte Szenario wäre, dass er noch bleibt die Rückrunde und dann im Sommer geht. Auch für ungefähr 80, 90 Millionen. Liverpool hat ja auch mal Interesse bekundet. Aber ich befürchte leider, wenn Man City ihn wirklich haben möchte, dann zahlen die auch 80 Millionen oder 70 plus Boni, keine Ahnung. Und Freiburg hat zu Hause gegen Kiel gewonnen, um jetzt mal auf sportliche wieder zu kommen. Und Spiele zu Hause gegen Freiburg, die waren immer sehr, sehr unangenehm. Auch in Freiburg haben dann auch oftmals glücklich noch einen Punkt geholt oder die Tore, die sie teilweise gegen uns geschossen haben, auch sehr, sehr glücklich. Also Freiburg zählt nicht so zu unseren Lieblingsgegnern, um das mal klar und deutlich zu sagen. Aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass Frankfurt mit Mamouche in der Startelf gewinnt. Ich mache ja auch ein knappes Ding, ich mache mal ein 1:0. Wobei ich glaube nicht, dass die Eintracht gegen Freiburg zu 0 spielt. War auch sehr, sehr selten der Fall in den letzten Jahren. Aber nochmal, um auf Mamouche zurückzukommen. Wir alle wissen, dass er gehen wird, spätestens im Sommer. Frage ist halt nur, ob er den Winter noch übersteht oder ob er halt schon zu Manchester City wechselt und wen die Eintracht dann natürlich holt. Also ich glaube nicht, dass sie Mamouche abgeben in dem Gewissen, dass sie niemanden holen. Zum Beispiel ein Arnaud Kalimuendo ist da ganz hoch auf der Liste. Niklas Füllkrug war auch mal ein Kandidat, der ist jetzt aber verletzt, glaube ich, für 3 Monate. Gute Besserung an der Stelle. Also, oder Mr. X. Vielleicht zaubert Krösche auch wieder irgendeinem aus dem Hut, den man bislang noch gar nicht in den Medien gehört hat. Also es wird noch sehr, sehr spannend. Gerade auch was Eintracht Frankfurt betrifft, wie sie dann die Rückrunde angehen. Gegen
Freiburg zu Hause hoffe ich nochmal auf einen versöhnlichen Hinrundenabschluss. So, lange erzählt jetzt bei Eintracht Frankfurt. Jetzt kommen wir zu Wolfsburg gegen Gladbach. Wolfsburg hat in Hoffenheim gewonnen mit 1:0. Goldenes Tor von Amura. Gladbach hat zu Hause gegen Bayern 1:0 verloren. Haben auch gut mitgehalten. Der Elfmeter, den die Bayern wieder bekommen haben, ja, ist auch wieder so ein 50-50-Ding. Also klar, Berührung ist da, er trifft ihn. Ich gebe den Leuten auch recht, die sagen, wenn du das pfeifst, musst du eigentlich 20 Elfmeter pro Spiel geben. Das Problem ist einfach nur, dass die Schiedsrichter das heute so pfeifen und morgen so. Es ist auch bei diesen Situationen einfach keine klare Linie zu erkennen, genauso wie bei Handspiel. Und von daher wird es auch immer große Diskussionen geben. Wolfsburg, die könnten ihren Erfolg oder ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Die gehören laut dem Kader und laut dem Trainer auch weiter oben hin. Und die könnten auf jeden Fall auch sich fürs internationale Geschäft qualifizieren, auch wenn das vielleicht nicht jeder gerne hören mag, aber es ist auf jeden Fall realistisch. Gladbach aber genauso. Die spielen auch eine richtig gute Saison. Die haben mit Stöger und Kleindienst, ich kann sie immer nur wieder hervorheben, 2 Schlüsselspieler. Und geht das Unentschieden aus? Ich habe noch kein Unentschieden. Komm, wir machen mal an einem Dienstag auch ein torreiches Unentschieden. Machen wir mal hier Wolfsburg-Gladbach. Ein 2:2. Mittwoch geht es dann weiter mit Bochum gegen St. Pauli. Das ist halt ein klassisches Abstiegsduell, ja, ein Duell um den Klassenerhalt. Bochum hat in Mainz verloren, die haben sich auch viel vorgenommen, müssen jetzt natürlich ab der Rückrunde Vollgas geben, weil die Punkte, die man holen kann, werden nicht weniger. Und wenn man halt immer mehr und mehr Punkte Rückstand hat, wenn die Teams vor einem natürlich Siege holen, dann wird es auch sehr, sehr knapp, sich zumindest den Relegationsplatz zu sichern. St. Pauli zu Hause gegen Frankfurt verloren. Die waren besonders in Halbzeit 2 sehr, sehr aggressiv. Die haben wirklich sehr, sehr gut gespielt. Die Bayern haben auch nur 1:0 auf St. Pauli zum Beispiel gewonnen. Gegen Wolfsburg haben sie zu Hause unentschieden gespielt. Die einzige Mannschaft, die da wirklich klar und deutlich mal gewonnen hat, ist Mainz. Die haben 3:0 mal auf St. Pauli gewonnen. St. Pauli hat, glaube ich, die zweit- oder drittwenigsten Gegentore als Aufsteiger. Muss er auch erstmal hinbekommen. Schießen aber wenig Tore, von daher stehen sie auch da, wo sie stehen. Aber Bochum ist halt zu Hause wohl ein bisschen stärker oder fühlt sich da ein bisschen wohler als auswärts. Boah, da müsste es eigentlich auch einen Sieger geben. Aber das schreit eigentlich nach einem 0:0. So ein langweiliges Gekicke. Ja, beide wollen, beide können vielleicht nicht. Wobei St. Pauli sehe ich etwas stärker. Was mache ich? Ich mache mal St. Pauli auf Sieg. Die haben mir gegen Frankfurt besonders in Halbzeit 2 relativ gut gefallen. Wenn sie das gleich von Beginn an so zeigen, wenn sie dann auch ihre Chancen nutzen, dann glaube ich, gewinnen sie in Bochum. Ansonsten wird es auch für St. Pauli in Bochum schwer. Stuttgart gegen Leipzig, auch ein Duell, was man sich ja angucken kann, angucken müsste, weiß ich nicht. Der VfB hat in Augsburg gewonnen, ganz knapp 1:0. Das sind so Spiele, also auf den Sonntagabend, wenn du da mit einem 1:0 rausgehst in Augsburg, bist du gut bedient oder beziehungsweise dann hast du deine Hausaufgaben erledigt, weil da ist auch nicht immer einfach zu spielen. Leipzig hat zu Hause gegen Bremen 4:2 gewonnen, bei der Rückkehr von Xavi Simons. Der hat, glaube ich, zweifach getroffen, dann noch Šeško und Baumgartner. Bremen hat gut mitgehalten. Ich habe natürlich gehofft, dass die Bremer da irgendwas holen, aber gut, dem war nicht so. Jetzt Stuttgart gegen Leipzig, da haben sie, glaube ich, letzte Saison 5:1 gewonnen. War das so? Ich glaube, gerade zu Saisonbeginn, oder? 5:1 oder 5:2? Ne, die haben 5:1 in Leipzig verloren, so rum. Und dann hat Stuttgart zu Hause 5:2, glaube ich, gegen Leipzig gewonnen. Tja, was machen wir? Ich sehe die Stuttgarter ein bisschen stärker, ein bisschen konstanter als die Leipziger. Wobei Leipzig, die werden jetzt natürlich auch versuchen, ihre Spiele zu gewinnen, um zumindest Platz 3 oder Platz 2 noch irgendwie anzugreifen. Ja, dann das direkte Duell gegen Leverkusen wird auch sehr, sehr entscheidend. Boah, das ist auch schwer zu tippen. Ich mache da auch ein Unentschieden. Ich mache da mal ein 1:1, weil ich beide Mannschaften für sehr stark halte, sportlich gesehen. Ich würde natürlich mich freuen, wenn der VfB gewinnt. Davon mal abgesehen. Hängt auch mit dem Gegner zusammen, aber ich mache jetzt mal ein 1:1. Bayern zu Hause gegen Hoffenheim, dann nächste Partie, Herbstmeister. War eigentlich klar, die Bayern, wie gesagt, gewinnen halt ihre Spiele, nicht immer spektakulär wie in Gladbach. 1:0, aber sie gewinnen halt ihre Spiele und deswegen stehen sie auch ganz oben. Und das auch zu Recht, wie gesagt, bislang. Hoffenheim hat zu Hause gegen Wolfsburg verloren. Sollte eigentlich eine klare Sache sein für die Bayern. Also 2:0, 3:0, 3:1. Ja, keine Ahnung. Aber das könnte auch so ein Spiel sein, wo dann ausgerechnet wieder der Gegner was holt in München. Ja, Musiala war jetzt nicht dabei. Der dürfte da eventuell, wenn er da bis dahin wieder fit wird, wieder fit sein und auch spielen. Jetzt ist die Frage, also Bayern auf jeden Fall, würde ich als Sieger tippen, ich mache mal ein 3:0. Komm, so wie ich das am Anfang gesagt habe, das wird nochmal eine klare Nummer. Die Hoffenheimer müssen dann auch ein bisschen mehr nach unten gucken. Und die Bayern, die marschieren dann weiterhin vorneweg, auch zum Start der Rückrunde. Die werden das, glaube ich, machen. Die werden durchmarschieren, die werden Meister. Da wird Leverkusen vielleicht noch mit zu reden haben. Es gibt ja dann im Februar schon das entscheidende Duell. Und ich glaube, je nachdem, wie das ausgeht, haben wir entweder eine spannende Saison noch
eine spannende Rückrunde oder die Bayern sind Meister. Ich glaube, wenn die das gegen Leverkusen machen, dann werden sie sich das auch nicht mehr nehmen lassen. Werder Bremen gegen Heidenheim, auch eine sehr interessante Partie. Bremen in Leipzig verloren mit 4:2. Da kannst du verlieren, das ist gar keine Schande. Zu Hause sind die Bremer aber relativ stark. Die haben da ganz schön viele Siege auch bislang geholt. Heidenheim ist auch wieder im Flow. Haben zu Hause durch Kretzig, Neuzugang, und Adrian Beck war es, glaube ich, 2:0 gewonnen gegen Union. Die also nach dem Gesetz, was ich so groß angepriesen habe, doch nicht gewonnen haben mit neuem Trainer. Ich sage ja, in 8 von 10 Fällen geht's gut, in 2 nicht. Das war der eine Fall, von dem ich gesprochen habe, und ich glaube, dass Bremen das zu Hause macht. Ich schätze die einfach stärker an als Heidenheim, gerade zu Hause. Die haben individuell nochmal zugelegt, die Bremer. Treten gut als Mannschaft auf, das sieht sehr, sehr gefällig aus. Hört sich alles gut für Bremen an, ne? Und jetzt gewinnt dann Heidenheim wahrscheinlich. Nee, ich bleib beim Bremer Sieg. Auch ganz knapp, auch ein 2:1. Aber ich habe so ein Gefühl, dass Bremen das macht. Und Union Berlin gegen den FC Augsburg. Union gerade schon mal gesagt, mit Neutrainer Steffen Baumgart, dann also in Heidenheim verloren. Ich habe jetzt nur die Zusammenfassung gesehen, ein paar Chancen hatten sie auch. Ja, Steffen Baumgart lässt ja immer hoch anlaufen, hohes Pressing. Mal gucken, das wird wahrscheinlich den Unionern den ein oder anderen Sieg da noch bringen. Ob es fürs internationale Geschäft reicht, glaube ich diese Saison nicht. Da gibt es dann 7, 8 weitere Mannschaften, die, glaube ich, stärker sind als Union. Und Augsburg hat zu Hause gegen Stuttgart verloren, 1:0. Das Spiel habe ich jetzt auch nicht gesehen, deswegen kann ich dazu nicht viel sagen. Ich weiß nur, dass es von Haus aus immer sehr, sehr eklig ist, in Augsburg zu spielen. Egal zu welcher Jahreszeit, gerade aber jetzt im Winter, wenn du dann abends da spielen musst, ist schon ein bisschen eklig. Von daher ist das immer sehr, sehr gut, wenn du da dann halbwegs gut rauskommst. Tja, was machen wir bei Union Augsburg? Ist das nochmal ein Unentschieden? Achso, Union ist ja übrigens in Berufung gegangen oder geht in Berufung, weil ja dieses 1:1 gegen Bochum jetzt für Bochum gewertet wurde. Ja, das 2:0, da bin ich auch mal gespannt, ob es dann im Endeffekt dabei bleibt oder nicht. Ist auch immer eine schwierige Entscheidung. Im Prinzip ist das auch Wettbewerbseingreifung oder beziehungsweise Wettbewerbsverzerrung, weil wenn das jetzt da so entschieden wurde, dann könnte man ja meinen, dass jeder, der ein Feuerzeug wirft auf Spieler, was man schon mal generell gar nicht macht, aber wenn das dann immer den gleichen Ausgang hat, dass das vielleicht schnell Nachahmer finden wird, was ich natürlich nicht hoffe. Also es wird ja wohl möglich sein, heutzutage nochmal entspannt ins Fußballstadion zu gehen, sich 90 Minuten lang Fußball anzugucken, Wurst, Bier und so weiter und diesen ganzen Scheiß aufs Spielfeld werfen. Sofort rausziehen auf lebenslang Stadionverbot. Ich würde da sofort rigoros durchgreifen oder beziehungsweise die Nachbarmänner und Frauen müssen doch da auch ein Gespür für haben oder denen auch mal irgendwas sagen. So würde ich das machen. Aber es ist in der Theorie immer einfacher. Von zu Hause aus ist das immer einfacher gesagt. Von daher gibt nicht immer alles so, oder beziehungsweise gibt nicht immer auf das, was ich sage, hier so viel, weil ich bin sehr weit entfernt von den Kurven und von den Ultras und so weiter. Ich sehe das immer nur, gebe meine Meinung dazu ab. Ob es immer so richtig ist, weiß ich nicht. Von daher schreibt auch gerne mal eure Meinung in die Kommentare rein. Um jetzt nochmal aufs Sportliche hier zurückzukommen, wir machen bei Union gegen Augsburg auch nochmal... Ne, da mache ich einen Heimsieg, komm. Zweites Spiel von Steffen Baumgart, das wird er gewinnen, auch ganz knapp zu Hause mit 2:1. Wir speichern die Tipps und schauen wie immer auf die Gesamtübersicht. Und da sehen wir, dass es bei uns einen Wechsel gab an der Spitze. Der Rass hat den Cem von Position 1 verdrängt, haben aber beide dieselbe Punktzahl, aber der Rass ist vorne, weil er, ich weiß jetzt nicht, was das hier heißt, die Durchschnittspunkte, was heißt das hier? 2,5, 2,2? Da bekomme ich das hier irgendwie gesagt, angezeigt. Durchschnittspunkte? Nein, das war doch von letzter Saison, oder? Ne, Spieltag 16. Ich habe leider keine Ahnung, was es heißt. Ich habe leider keine Ahnung, was hier dieses S heißt. Wenn es einer von euch weiß, schreibt das gerne in die Kommentare rein. Ich hätte sonst gesagt, die Durchschnittspunkte, die man so holt, pro Spieltag oder pro Tag, keine Ahnung. Auf jeden Fall Rass, Cem, dann die Angie auf Platz 3, Lars, Axo, SGE, Tobi. Haben die alle? Nein, Quatsch. Warte mal, ich muss mal hier zurückgehen auf die Tippübersicht. So, das ist, glaube ich, das Richtige, ne? Genau, also Bergmann, Prinz Poldi, Musiklo, SGE, Tobi, da hat es ein paar Veränderungen gegeben, sind alle sehr, sehr eng beieinander. Also es wird bei uns auch eine richtig, richtig spannende Rückrunde. Ich bin sehr, sehr gespannt, wer sich hier den Herbstmeistertitel, den Hinrundentitel sichert. Der Rass oder der Cem oder der Bergmann oder vielleicht holt sich Prinz Poldi nochmal 12 Punkte. Der hat an dem Spieltag 25 Punkte geholt, das ist stark. Hier hat er das Ergebnis richtig, hier der Torunterschied, also er hat in jedem Spiel Punkte bekommen. Zweimal die volle Ausbeute, das ist stark, 25 Punkte. Und sowas brauchst du halt mal, um dann ein bisschen weiter nach oben zu kommen. Ich habe, glaube ich, nicht so viel geholt. Ach, ich habe 14 Punkte geholt, bin 26. Naja, also das war's dann mit Spieltag 17. Wahnsinn, ist die Hinrunde auch schon wieder vorbei. Und dann hoffe ich auf eine richtig, richtig spannende Rückrunde. Ich freue mich weiterhin, wenn ihr aktiv mit dabei seid, dabei bleibt.
Und dann, genau, wünsche ich euch einen schönen Abend. Viel Glück für eure Mannschaften, für eure Tipps. Und dann geht es ja direkt am Freitag weiter mit dem Start der Rückrunde. Mit Frankfurt gegen Dortmund unter anderem. Wir können ja gerade mal gucken hier. Spieltag 18. Wir haben Frankfurt gegen Dortmund, wir haben Bayern gegen Wolfsburg, wir haben Leverkusen gegen Gladbach. Also sind schon ein paar schöne Spiele mit dabei. Wir haben Derby Stuttgart gegen Freiburg. Wir haben aber auch Holstein Kiel gegen TSG 1899 Hoffenheim. Das ist halt auch die Bundesliga dieser Tage. Sage ich immer wieder gerne. Heidenheim gegen St. Pauli genauso. Naja, also macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da. Kostenloses Abo. Und dann sehen wir uns Freitag wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.